Somit ein herzlich willkommen wieder zurück zu eurem Folie von Folies Game aus der neuen Folge Let's Play The Conceal, Episode 3, Part 03. Eine Prüfung des Glaubens. Glaubensprüfung, da haben wir es doch schon. Schön, dass ihr dann einen Weg hier zu mir gefunden habt. Ihr findet uns natürlich auf YouTube, Instagram, Facebook und Twitch und im selben Namen Folies Gamerhaus. Über ein Like, über einen Kommentar, über ein Abo würde mich riesig freuen. I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find a way to open it. Why, of course. And what's inside? Something to vanquish them with? Perfect. So, how does it open? We'll need several keys. I found a note from the architect who conceived the mechanism in Mortimer's secret study. We have to first gather 6 objects before we try anything. Are your 6 objects the keys? Exactly. We have the Clement III cross, the nails, the Gutenberg Bible, the exegesis of Judas, an armillary sphere, and all we need to match up the dates between the different calendars. Okay. Why a cross? Well, I haven't the foggiest idea, but it just so happens that's what you are going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. Perfect. Where is it? Unfortunately, I've lost it. When I lost my hand, I went dashing out, and it must have fallen from my pocket. Remember, Mother. I'm certain you can remember. Let me think. You were running. I was bleeding to death. You remember the pain. I thought I was going to faint. Yes, I remember. I don't think it can be far, can it? Would you have lost it outside? No, I don't think so. It must be in the area. I don't remember going up with it. Perfect. I'll search the crypt before leaving. Okay, dann fragen wir mal nach den Some Nägeln. nails? Don't ask me. I'm not the one who made the mechanism, you know. When I arrived, there were already a few of them inserted, so I didn't have to worry about those. On the other hand, I remember seeing some in Mortimer's secret study, behind his nightmare. And a golden cup? Yes. Yes, I saw them too. Perfect. It will be easy for you to find them then. You need 3 of them. Very well. You remember what to do about the rollers. 1191 to enter, and 6466 to exit. Of course. So, okay, was noch? Der Exegesis of Judas. Das können wir jetzt nochmal fragen. Exegesis. Anything else? Did you manage to vanquish the Medusa?
To open the chimney? Yes, absolutely. So you've already come across it. It's the Bible of Judas that is exposed in the secret room behind the chimney. Why do they call it an exegesis? Because that's what it is, and not an apocryphal Bible, strictly speaking. It's the study of a text with a summary, not an actual Bible. Anyway, well done for the Gorgon. You did well. You didn't get tricked by the light bouncing back. Thanks. Do you think I can take it safely? We haven't got a choice, Louis. Without it, we won't be able to work out this accursed mechanism. There's one in the portrait gallery. That's right. You still believe it's in the tower room, don't you? I don't know. There is only one way to find out, though. Right. I shall go and see. There's one in the portrait gallery. Yes, but it's enormous. If you don't want to have to go back and forth several times, then I suggest you get a smaller one. What did you do then? I didn't think I'd need one. I started without one, and I lost my hand before I did need one. And you can see the result. What do you mean by the concordance of dates exactly? Don't worry about that. We already have them. They are written on the back of the message I just gave you. Okay. Dann würde ich mal sagen, da haben wir ja soweit alles. One last thing before you go. Be very careful. If you come across anyone, they can all potentially be spies of Mortimer or Holm. Don't ever confide in anyone because a demon can slip inside them at any moment. Wait, not all of them though. Take Washington. Especially Washington. He's been conditioned by Mortimer for years. Look at them, for crying out loud. How do you explain their behavior otherwise? The most influential politicians in the Western world gather together without the least protection, without a single aid to assist them, to participate in a conference during which the guests start dropping like flies. Me, Adams, Peru, Hillsborough. Look at the number of calamities that have happened over the past few days. And not one of them has asked to leave the island? Do you find that normal? You'll see. Go up to the manor to look for the keys, and I wager not one of them will speak to you about my being in Emily's room. Do you think so? Go on, you'll see. And come back with all the objects in one go. Time is against us. And remember, the code to get out of the secret office is 6646. Sechs, 4, 6, 6. Das sollten wir uns mal notieren. Werde ich jetzt auch gleich mal tun. 6, 4, 4, 6. Bin mal gespannt drauf. So, um dieses Gerät hier handelt es sich ja. Ich habe beim letzten Let's Play war das ja drin. Ne? Wie funktioniert das? Selbst analysieren. Tell me, Mother, you wouldn't know anything that might save me some time, would you? That's where you'll have to put the Clement III cross. You insert the cross into the slot, and it will open the iris. Ja. Let's see if I can work it out myself. It looks like a kind of control panel. There's a cross-shaped slot there.
I'd say you've got to place a claim on the third cross in it. Looks like certain mechanisms I've seen before. I wouldn't be surprised if I had to put the claim on the third cross in it. There's a cross-shaped slot there. I'd say you've got to place a claim on the third cross in it. Okay. You ought to go, Louis. If someone finds us here, the situation might well become seriously complicated. Sieht schon ganz schön zugerichtet aus, mein lieber Scholli. Wir gehen jetzt nicht im Kreis. Nee. Sieht gut aus. Vorsicht, könnte jetzt gerade einen Moment rascheln. Mag es zwar auch selber nicht im Streams, aber ja. Nervennahrung. So. Ja, jetzt müssen wir mal einen Weg finden. So, jetzt geht die Schnitzeljagd los. Oh. Na, so war das schon mal nichts. Das war ein B hier raus. Ja. Nein, nein, nein. Erstmal einen Weg raus. Ach, kann ja nicht drüber springen. Ja, so viel einfacher. Halt, da geht's auf jeden Fall schon mal raus, glaube ich. Nicht? Okay. Hier drüben war ich bei dem? Auch nicht. Okay. Gut. What? Hey, a Russian ruble. I wonder what it'd be worth today. Gibt's doch nicht. Muss ich da rüber? Ich muss da rüber, ne? Aber wie komme ich jetzt darüber? Und Cheat. Da wird noch eine Sackgasse. Bisschen heller wäre nicht toll, wäre echt toll. So eine, weiß nicht, eine Taschenlampe in der Richtung oder so. Ja, da hat sich jetzt schon gepackt. Da passt dann natürlich nicht durch, ist klar. Dies ist so logisch. Ah, jetzt. So, jetzt gehen wir müssen zum Arbeitszimmer von George. Oh. Right. Let's see if the statues are in place yet.
lantern is already in the right position, turned toward the shield. Shield toward the sword. Well, that's good. The statue is already in the right place. That statue is not positioned correctly. Da war die Tür. Open sesame. So. In der Vitrine? Was nach der Vitrine schauen? Was haben wir hier? I ought to look a little harder. I just can't see where else I'd find the exegesis except for here. The Ring of the Nibelungs. Even if Mortimer is several centuries old, I don't see what part he has in this legend. Okay. Gucken wir mal hier. So that's Pandora's box? An urn? Mother seemed worried that I was able to open it. I wonder why. So, I did well not to touch it. So that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often, otherwise he's going to notice that someone's stolen it. But that's just too bad. I need it. Okay, dann sind wir ja da schon mal richtig. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Ich kann aber auch gerade leider nichts einstellen. So. Given all the relics preserved here, it wouldn't surprise me if Mortimer claimed it was Excalibur. Caesar's laurel wreath. If Mortimer really is what my mother says he is, it could mean... No, that's impossible. No, not Caesar. Nämlich im Irrgarten, aber
Mortimer is the author of this work. It talks about his passion for art. Right. I've got what I need. Now let's not waste any more time. Schweizerischer Weg. Dining on ham. Well, that's very appetizing. The lock is surrounded by a triple circle. Haben wir ja noch gelernt. So, Gottverdammt, na, lass einen Ort, ey. Aber da kannst du halt solche Spielchen spielen, ne? Oh, ein Butterfly. 2 sogar. Links oben war noch einer. Sorry, sir, but Mr. Peru is not seeing visitors at the moment. He's resting and is to see no one. Good luck. Ich will eigentlich noch weiter höher. Ist denn zum Thronzimmer? Die überlegen gerade. Da hinten. Da müssen wir in die andere Richtung mal wieder zurück. Da müssen wir hin.
gespannt, wo der Rest eigentlich überall noch verteilt ist im ganzen Haus. So, jetzt müssen wir noch in der Nähe von Mortimers Zimmer sein. Da ist doch schon der Schreibtisch, genau. This time, it'll be a lot quicker. If I remember rightly, the code was 1191. Ja, 1191, genau. Hm? Of course. So. Das hat man schon. Können wir ja auch bereits alles. Das auch. Ja. Halt. Das kann man halt. Das war das Bild, okay. Das kannten wir bereits auch, haben wir beim letzten Mal schon gesehen gehabt. A Van Leeuwenhoek microscope? The most sophisticated microscope there is. When I think of the difficulty the Order had in getting hold of one of these, there. Those are the nails I was looking for. Da sind die 3 Nägel. Und die haben wir. A hand of tarot cards. The Emperor, a symbol of power and stability. Temperance, which expresses a reward. And the Chariot, now that evokes triumph. If this hand is anything to go by, Mortimer's destiny promises to be glorious. Looks like obsidian or onyx. It must weigh a ton. What on earth could that be? Wir gehen auf jeden Fall. Come on, let's get out of here. 6466, if I remember correctly. Achso, muss man gar nicht mehr eingeben. Okay. So, jetzt müssen wir am 2. Stock runter auf jeden Fall. Dip. Jetzt aber. So, wo denn der gute George? Nein. Nein?
Duchess Emily Hillsborough. Nee, Hillsbury auf jeden Fall nicht. George Washington war ja irgendwo auf der rechten Seite. Duke Manuel Godoy. Nee, der Godoy auch nicht. Das müsste mein Zimmer kommen. Huh, that's me. Das, was man aber gerade auch nicht braucht. Monseigneur His Eminence Cardinal Biaggi. Biaggi. Nee, Biaggi ist es auch nicht. Wir suchen George. Jetzt müsste man doch fast rum sein. President George Washington. Das ist das richtige Zimmer. Da müssen wir rein. So. My dear George, I'd like to invite you to join me as planned at my place. I have a project to show you. It is time that the United States played a more important role on the world stage. I understand your reluctance of playing with fire. I know your new country is very young, but rest assured that I would do nothing to jeopardize what we have built together. I look forward to seeing you soon. Your friend, William. Ah ja. Ja, ich glaube bei George Washington haben wir noch nicht so viel rumgeschwüffelt, deswegen ist uns das relativ neu erscheint. Ich glaube, das ist schon etwas eigentlich älter. Das sollten wir eigentlich schon, denke mal, ein Part 2 finden sollen. Aber egal. Da haben wir es ja nachgeholt. Ging ja Gott sei Dank nochmal. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Unter dem Gemälde soll das sein. Portrait of George Washington. Das ist wieder, das ähnelt dem Original auf jeden Fall von George Washington, wie man es kennt. Wer sich so ein bisschen mit Geschichte auskennt. Ja. A map of Connecticut. A map of Connecticut. Connecticut. So. A map of Vermont. Bild mal. A map of Vermont. A map of Vermont. Denkt er das A oder? map of Vermont. A map of Vermont. Was sagt Ihnen da gerade so ein bisschen die Stimme? A map of Massachusetts. Portrait of George Washington. Portrait of George Washington. Ja, ja. So klar. Im richtigen Zimmer? Ja, ich meine ja.
Das sollte das richtige Zimmer dafür sein. Kann man lesen. A map of Connecticut. A map of Connecticut. Das sind jetzt Zigarrenhaare und die ist schon mal knackt worden. A map of Massachusetts. Aber was halt eben komisch ist, hier drüben ist da. Das ist echt komisch. A map of Vermont. Ich sehe sonst aber keinen Alarm. Tisch. Mal alles abklappern hier, aber ich meine. Ah, nichts. Okay, Gemälde und geht nichts. Ne. Ach, hör auf. Was steht da? Die History. Was ist die Geschichte? Das ist nicht das. My dear George, I'd like to invite you to join. My dear George, my dear George, my dear George. Es ist sie nicht. A map of Connecticut. A map of Connecticut.
Hm. Ah, Louis. Glad you're here. Blasted. He's gonna talk. Hat dich aus der Fassung gebracht. Der Einsatz von Fertigkeiten kostet dich mehr als normal. Nehmen. Talk about my mother. Come and see what I've found. There are pieces of paper in the ashes of the chimney. Someone's been burning something here. Incredible. He doesn't seem to want to speak to me about what happened between my mother and the Hillsborough sisters. Show me a little. Look, it's possible to distinguish two different writing styles. Ich würde einfach gern eigentlich nochmal... The rest of the correspondence between my mother and Emma. Someone tried to burn an exchange of messages. I'm certain. There must be more. Shit. What on earth is he doing? If you want my opinion, a servant must have burnt some old papers. That's all. Why, of course. You very nearly made me think that you were trying to hide something, Louis. No, I'm sure there must be other hidden messages. He won't let go. He's going to work his way back to the Bible if he continues. So, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. Ja. Dante's Paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. A chest with the occult symbol representing air. Okay. Schade. The Bible's still there. So. Die Bibel haben wir schon mal gefunden. So, jetzt müssen wir mal zum Priester. Jetzt müssen wir noch zum Priester, glaube ich. Monsieur Napoleon Bonaparte. Ja, Bonaparte wollen wir nicht. Wo war denn sein Zimmerchen? Ne, hier vorne war es nicht. Duke Manuel Godoy. Der Herr Godoy war es auch nicht. Definitiv nicht. Meins? Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi.
Ah, Louis. Da ist er. War doch der Hirsche. Your timing is impeccable. I wanted to have a word with you. Oh, here we go. I was wondering how you are getting on in your search for our poor Sarah. You must have made some progress, I should think. I am terribly worried about her, you know. Come on, get out of here, Louis. You're in a hurry. Any news of her? I don't know why, Your Eminence, but I get the impression you're asking a question to which you already know the answer. Well, let's say I have heard rumors, but I prefer to ask you the question directly. Well, what have you heard exactly? It would appear that your mother is implicated in the death of the Duchess's twin sister, and that as she tried to escape, apparently von Wollner heroically interposed, but after a fierce struggle, Sarah knocked him out. My mother? And Wollner? Fighting like two cats in a bag? You do recall that my mother is an old lady, Your Eminence, and yet you believe such hogwash? I'm surprised at you. I'm only telling you what people are saying, Louis. I never said that I believed it. Oh, what a story, all the same. Twins! I was always wary of the Duchess anyway. I did not appreciate the facility with which she would flaunt her assets. You know, Louis, I don't want to put you on the spot, but I sense you are worried and that you are not telling me everything. What exactly did you come looking for in my room? What do you mean? Louis, I was not born yesterday, you know. When you came in, I saw in your face a hint of this. Not about born in yesterday heißt, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Das ist aber sehr frei übersetzt. Also definitiv. Na gut, aber sei es drum. Ich wollte es nur mal kurz einwerfen. Sorry. At finding me here. I concluded that you were hoping you wouldn't run into me. You came here for something else. I'm looking for a cross, Your Eminence, so I thought you might be able to help me. You are asking me for a crucifix? You wouldn't want Saint Benedict's, would you? Oh, it's a cross that's commonly used for exorcisms, isn't it? What does he imagine I'm preparing for crying out loud? No, I'm looking for one of the crosses of Clement III. Ah, very well. Well, you are in luck. I do indeed have one. Oh, do you think you could lend it to me for a few hours, please? First, though, you'll have to answer a few questions, my dear fellow. Oh, yeah. Win-win. Well, I thought you were more charitable, Father. Charity begins at home, Louis. Actually, it's quite simple. You want my cross, and I want some answers. I think we ought to get on fine, don't you? I need that cross. I must not speak to him about my mother at all costs. What exactly are you involved in, Louis? Nothing at all. Why are you going? Louis, if you expect anything from me at all, I advise you to tell me the truth. Failing which, you may as well leave right now. I regret to tell you that I am unable to grant your request. The answer is no. But fear not. I shall not abandon you. You seem to be taking the same dark path as Sarah took here. Verdammt. And I know what the outcome will be. You must leave me now. But remember that I am not abandoning you. I just need a little more time. Trust me, I will get you out of there. Just be strong, Louis. I have no time to lose, so I might as well not bother. Ich hätte auf nichts drücken sollen. Also, verdammt. My dear Giuseppe, poor health forbids me from joining you. Please thank Sir Gregory for his invitation to Lord Mortimer's. I'm convinced you'll be able to strengthen our agreements. Please tell Sir Gregory that
His enterprise concerning our friend Cardinal Bishop Chiaramonti is followed. Okay. Right. I'll have to find the one my mother lost. But where do I begin? Torquemada. Quite the contrast. Well, I have no time to lose, so I might as well not bother him. Venus and Cupid with a Satyr by Correggio. Innocence, indiscretion, and lechery. Giuseppe must love that. John the Baptist. Youth with a Ram by Caravaggio. Very sensual vision and very far from the usual representations of St. John. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen bei deinen Gedankensprüngen. Hatten wir. Da hatten wir den Brief hier hergeholt. Aha. Den Komiker hatten wir auch schon. So I might as well not bother him. Da müssen wir eine andere Möglichkeit finden. Da müssen wir auf jeden Fall hin. So. So, und wir wandern wieder. Oh, genau, die falsche Richtung. Hätten wir gleich andersrum lernen müssen. Ach, verdammt nochmal. Ja, natürlich. Dann nehmen wir halt den langen Weg. Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht? So, wir müssen auf jeden Fall nach unten. Und hoffen mal, dass ich dieses... gucken, ob wir das Krypta finden. Die Treppe nach oben. So.
Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Moment mal, war auf dem Dachboden nicht irgend so eine Art Gebetesding? Da bei dem geheimen Zimmer von Morientes? So, müssen wir halt auf jeden Fall weiter nach oben. Halt, falsches. Da müssen wir hin. Ich glaube, die Gruppe da ist auf dem... Ein Fahrer, das ist natürlich halt den Pfarrer nicht angelogen. Oder gesagt, ein Priester, nicht Pfarrer, Priester, das ist ja. Dies wäre einfacher gewesen. So, jetzt sind wir schon mal hier oben. Hat der Fahrer nicht seinen Stand hier gehabt? Irgendwo? Hier dachte ich, oder? Nein, natürlich nicht. Mist. Which four-letter word could open this chest? Das habe ich damals schon nicht gewusst, ja, ich heute noch rausfinden. Okay. Kerle rennt doch in die richtige Richtung. Dante's Purgatory. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. Okay, hier ist ja schon mal Kreuz. Dann gucken wir hier oben nochmal ab, ob hier noch irgendwo zwischen den Säulen irgendwo Kreuz ist, aber ich glaube, das hast du ja nicht.
werden wir nichts finden. Okay, dann müssen wir da runter. Hey, look, there. No, I don't see anything. Come, Louis, look. Someone's clearly drawn a 4 in the dust. I have a clue. He's going to be disappointed when he sees the Bible's disappeared. Okay, ich muss mal mit dem Herzog auf jeden Fall sprechen. Dies war ja auf jeden Fall mein Bestreben. Blacksword, ja moin, was geht bei dir ab? So. Und den Herzog finden. Ich glaube, das war eins von den Zimmern. Wir werden es rausfinden. Ich dachte, ich finde vielleicht im oberen Stockwerk, aber dem war ja nicht so. So. So Jacques Beru? Na, Jacques Beru auf jeden Fall nicht. Ich wollte doch noch gucken, wer da wohnt. Ich wollte nie ins Zimmer. Inspektion, Inspektion. Room Service. Das war bestimmt das falsche Zimmer wieder. My dear Napoleon. Ja, Napoleon Balthasar. Nein. Zu Napoleon müssen wir ja nicht rein. Aber ein bisschen Gold-Elixier nehme ich natürlich mit. Vercingetorix throws down his arms at the feet of Julius Caesar by Royer, 2 great army chiefs. Da ist ja noch eine Schatulle, aber da haben wir ja immer noch die Fähigkeiten dafür. My dearest son. Das hat man auch schon mal beim letzten Mal. Wo ist das? A bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. A bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. Das geht mal ja mittlerweile. Ne, ich muss ja weiter. War das jetzt richtig? Ja. Die Richtung ist auf jeden Fall schon mal richtig. Duchess Emily Hillsborough. Die uns weiterhelfen kann? Ich glaube aber eher nicht. Das ist eine Herzogin. Ich brauche den Herzog an sich. Das ist der Pfarrer. Duke Manuel Godoy. Herzog. Ach, der Godoy. Der kann uns vielleicht weiterhelfen. Der ist so ein bisschen rasenfeindlich, aber das war auch schon alles. Der kennt eventuell noch irgendeinen Tipp haben. Der noch da ist. Vielleicht hat der noch eine Idee. Juhu, Herzog. Natürlich ist er nicht da. Don Quixote. Talking without thinking is like shooting without taking aim. I have to think about that one. Manuel Godoy. A painting of himself in his room. Now that's not going to help him develop a sense of modesty. Das war auch nicht hilfreich. Wo treibt er eigentlich sein Unwesen? Steigt bestimmt der Elisabeth wieder hinterher. Schlimme Finger.
Wo ist man da? Eieiei. Okay, okay, okay. Maria Louisa of Parma. Although not Godoy's true love, the Queen is his benefactress according to some people. Charles IV of Spain. Now there's no chance of Godoy forgetting who he owes everything to. Okay. Ach, der hat eine Fensterseite gehabt. Kennen wir ja gar nicht raus. Okay, er ist auf jeden Fall nicht in seinem Zimmer. Müssen wir ihn wohl irgendwo im Haus antreffen. Don Quixote. Talking without thinking is like shooting without taking aim. You have to think about that one. Na dann. Wir sind von der Richtung gekommen. Genau, wir sind von der Richtung gekommen, meine ich. Oder? Duchess Emily Hillsborough. Ja, mal gucken. Ich hätte hier noch eine Idee. Ich weiß ja ungefähr, wie es weitergeht, aber ohne den Hinweis kommen wir nicht weiter. Finde Kreuzzug und Clemens. Ja, das weiß ich. Wo ist sie denn? Sind die denn alle hin? Juhu. A letter from William Pitt the Younger addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Emily has indeed some powerful backers. Madam, thank you for consoling the Queen. The King's situation is worsening, but I wager he'll recover from this present fit. Next time you speak with Her Majesty the Queen, would you please be so kind as to ask her to look into my petition to raise taxes with the King? I will personally see to it that our nation will recover from this impasse. But King George's mental situation is slowing down our decision-taking. Thank you in advance for all your help. William Pitt, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain. Na denn. Aber das hat mir auch beim letzten Mal schon rausgefunden. A letter from William Pitt the Elder addressed to Queen Charlotte. All the royal family of England is there from what I can tell. 2 coils circle the lock. Hatte ich mir schon gedacht. Like und so ist da. Danke dir. So. Okay. Wenn wir bei ihr aus dem Fenster rausgehen, kommen wir ja nirgendwo hin. Sind ja auch alle verschlossen, die Zimmer. Okay. Okay, also das hat keinen Arsch. Okay. Also raus damit.
Monsieur Napoléon Bonaparte. Bonaparte, mit dem bringt doch nichts zu reden. Monsieur Jacques Perru. Nein. Monsieur Johann van Woolner. Van Woolner. Da können wir richtig sein. Ja, es gibt schließlich mehrere Möglichkeiten. Um zu Ergebnissen zu kommen. Okay, hier waren wir auch noch nicht drin. Also, das war zumindest die ganze Zeit nicht freigeschalten. Halt. An armillary sphere. Perfect. That will save me some time. I only hope that he isn't going to realize it right away. Yay, ist es da? Erfolgreich. The alchemist is a young man. Der Alchemist. Ach, das war der von der... Jetzt weiß ich, wo wir sind. So. Haben wir noch ein Kistler, was man eröffnen können. Aber leider die Fähigkeiten nicht in der Hinsicht freigeschaltet haben. Also falls jemand das Spiel mal spielen sollte. Auf jeden Fall die Aktivität Gauner auf jeden Fall als erstes mit aktivieren, weil es gibt so viele Kästchen hier drin. A table of alchemical symbols. Someone circled the zinc symbol. A table of alchemical symbols. Someone circled the zinc symbol. Okay. Ich glaube, wir können auch schon wieder gehen, weil hier haben wir ja eigentlich nichts mehr zu suchen. Aha. Das ist doch schon mal sehr vorteilhaft. So. Jetzt müssen wir raus aus dem Chaos hier. Ich glaube, wir haben nämlich auch alles. Auf jeden Fall nach unten. Halt, das ist nach oben. Wir müssen nach unten. Lauf, Forest, lauf. Oder in dem Fall Lauf, Louis, lauf. So. Mal gucken, sind wir hier richtig? Ja, wir sind ja richtig. Aber... Was ist die richtige Richtung? Das Haus ist so groß. Da verläuft man sich gern. Hier und da mal. So, sieht gut aus. Das sieht gut aus.
müssen auf jeden Fall einen Garten raus. Je, da sind wir schon mal richtig. Bett? Given the size of that armillary sphere, I'm really glad I found a smaller one. Given the size of that armillary sphere, I'm really glad I found a smaller one. Ja, die haben wir auch schon gefunden. Wir müssen hier raus. Hier durch den blöden Urgarten durch. Eine Mu, eine Me, eine Tetratetel. Das ist links und rechts rum und links und rechts rum und dann sind wir da. Halt. Famous cross of Clement III. Perfect. Ah. One key found. So, also wie gesagt, falls ihr mit dem Fahrer das Gespräch oben habt und ihr falsch antwortet, weil es ja nur die einzige Möglichkeit ist, gibt es auf jeden Fall hier unten in diesem Chapter, gibt es auf jeden Fall in diesem Raum hier unten, linke Seite noch ein Lebenskreuz der Variante 3. Hatte ich durch Zufall mal rausgefunden gehabt. Aber da konnte man es noch nicht aufpicken beim letzten Mal. Deswegen, jetzt habe ich da auch die Lösung warum. Deswegen weshalb. So, in gesammelte Münzen. Haha, schön. Mom. Mom, wo bist du? Mom. Da ist er. So, good. You've managed to gather all the keys. Yes, that's right. I have everything. What should I start with? Place the Clement III cross on the console. Then you have to put the nails on the disc of the door. Aha. What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there, because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert 1 to choose a town, 1 to choose a chapter, and 1 to choose a verse. Those are Roman numerals on the disc. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed 1 nail in Bethlehem, 1 in chapter 2, and 1 in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. I really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. Und ich wollte gerade sagen, komm, gib mir 5. Gut. Kann ich anfangen? All right, my turn now. Go ahead, impress me. I'll shut up.
and let you concentrate. Ja, genau. Mach den Mund zu, damit ich mich konzentrieren kann. Gut. The cycle of the moons has nothing to do with what I'm doing right now. This exegesis contains comments from Judas on the different Gospels. It only contains certain chapters and verses, and the chapters are indicated by Roman numerals. The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. Oh. Wie gut, dass ich mich ja so gut auskenne damit. Ich hoffe, ihr auch. Ihr seid alle hoffentlich sehr belesen. Oder vielleicht sogar gläubig. The fresco clearly shows the birth of Christ. Louis, I can assure you that that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please, focus on another theme about Christ. I'll have to trust her. Puh. Yes, it's definitely a representation of the birth of Christ, but some of the details have flaked away. I can't see any other clues. One thing is for sure, this enigma deals with the life of Jesus, like my mother said. You could see that the paint has come off in parts. Difficult to see what was there, but I can distinguish the letters N, R, I. Nothing more. Of course, INRI, Jesus Nazarenus Rex Eudorum. These initials stand for Jesus the Nazarene, King of the Jews. This is the inscription which appears on the cross at the crucifixion of Jesus. Mhm. Gut. It looks like there are 3 types of inscriptions. There are 3 styles of writing, and I've got 3 nails. There must be a link. I must surely put in 1 nail per category. Okay.
It works. Well done, Louis. I hadn't seen those other wheels. Try connecting the theme to see if it goes all the way. Gut gemacht, Luis. Ich hatte den anderen nicht gesehen. Versucht, das Thema zu verbinden. You could see that the paint has come off in parts. Difficult to see what was there, but I can distinguish the letters N, R, I. Nothing more. There must surely be a connection between the wheels. Look at this. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from the theme I've chosen to an icon, then to a date, and finally, the date to the moon. This wheel represents the different moons. In the occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, it's often associated with something harmful. It looks like there are 3 types of inscriptions. There are 3 styles of writing, and I've got 3 nails. There must be a link. I must surely put in 1 nail per category. Das hatten wir schon. Ich will die Hand aber noch nicht reinstecken. Mom, willst du nicht die Hand noch mal reinstecken? So. Die zweite dann. Kann dann nicht mehr passieren, also dass er abgeht. Oh, Gelee Royal. Das hat schon mal ein bisschen Aufmerksamkeitspunkte. So.
Ich habe jetzt alles richtig eingestellt. Laut den Notizen. Bonaparte, Napoleon. Ein bisschen was im Okkultismus auf jeden Fall mit einlegen. Demnächst. Überprüfen wir es einfach nochmal. Augen zu und durch. I can feel the lever at the bottom. Good luck. Sollen wir es wagen? Was meinten ihr dazu? Die Hand wieder rausnehmen oder den Hebel ziehen? Schreibt vielleicht mal rein in die Kommentare.
Komm schon, Mario. Wenn du noch da bist, gib mir einen Hinweis. Ja oder ja? Oder der andere Zuschauer? Ich zähle runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, 2, 3 Viertel. Ja, ziehen oder nicht ziehen? Schreibt mal bitte in die Kommentare rein. Ist dieses sogenannte geheime Schloss richtig ausgerichtet jetzt? Die Scheiben, liegen die richtig aufeinander? Und wenn ja, soll ich den Hebel jetzt ziehen oder nicht ziehen? Ich bin noch so unentschlossen. Ich würde sagen, wir ziehen am Hebel. Ja? Wir machen es einmal. Wir wagen es einmal. I never doubted you, my son. So, das war's vom Hier. Mein Let's Play The Konzil, Episode 3, Part 03, eine Prüfung des Glaubens, hier bei Folis Gamehaus. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Kommentieren und fürs Abonnieren eventuell. Und wenn euch der Clip gefallen hat, dann einfach die Glocke oben im Kanal aktivieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Vielen Dank, macht's gut. Tschüss, bis dann, euer Foli. So. Dann Politik, nein. Psychologie hat man ja schon ein bisschen, Okkultismus auf jeden Fall. Heimlichkeitsstufe nicht beherrscht. Gut, jetzt haben wir die schon mal auf jeden Fall mal freigeschalten. So, von jedem mal ein bisschen was Sprache. Belesenheit auf jeden Fall noch. So, einen haben wir noch, einen Punkt. Okkultismus. Wissenschaft.
So. So, das war's von The Conceal the Big Bad Wolf Game. Tja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe ich mal, dass ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut. Tschüss, bis dann. Ich lasse euch mit dem Abspann noch alleine. Und wie ihr es ja natürlich kennt schon von den Folgen, kommt auf jeden Fall ein kleiner Vorgeschmack, beziehungsweise was im nächsten Part so passieren kann, könnte. Und ja. Tschüss, bis dann.